Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute machen wir mal ein Reaction-Video zu dem Thema Bitcoin und vielleicht noch Ethereum. Und es gibt einen YouTuber, der heißt Crypto und sein Kanal heißt so Crypto und das ist der Christopher Jaschinski. Und der macht seit ungefähr 8 Jahren schon Videos und haut fast täglich irgendwie Informationen und Videos raus. Und jetzt schauen wir uns mal das aktuellste Video an. Ich bin gespannt, was er da zu berichten hat. Es geht auch schon los. Das ist also der Chris von Crypto und seinem englischen Kanal. Ich werde euch ein bisschen dann übersetzen. Auf alle Fälle hat er immer das gleiche Intro seit ein paar Jahren und das hört sich wie folgt an. Today, for the Bitcoin and cryptocurrency prices, guys, what the heck is happening? Today for the Bitcoin and the crypto prices. Das sagt er schon seit Jahren. Und früher hat er immer gesagt, für den Bitcoin-Preis und dafür schauen wir dann in die Charts. Er war übrigens 2017 einer der ersten, der Chart-Analysen mit und On-Chain Analysis, also die Informationen, die man aus der Blockchain ziehen kann, die natürlich dann da sind, dass er die entsprechend ausgewertet hat und ja, dafür für seine Analysen und Preisprognosen, darum geht es ja in den Videos, ob der Bitcoin steigt oder fällt und wo am besten jetzt einzusteigen wäre und so weiter und so fort. Aber hören wir mal an, was er heute zu sagen hat. The weekend, we wanted to relax, and now we are seeing the markets trouble like crazy. I want to talk about some danger looming on the horizon. I need to talk about that. I want to talk about a mistake I made. I really want to keep it real here. And more importantly, also what we can expect for Bitcoin and for altcoins in the next week to come. I have a very important message here towards the end of the video, which I need to get out. This is a very different video to usually, and it is a very important one. I really want to urge you to watch this video until the very end. Let's go straight into it. And I have here something on my tonsils. I'm usually never sick, but I feel a little bit so. Also der Chris macht ja Videos immer aus ganz verschiedenen Orten und er bereist die ganze Welt. Manche seiner Zuschauer und Zuhörer haben auch schon gesagt, das ist die Bitcoin Travel Show, weil er ständig irgendwo anders dann unterwegs war. Und er wohnt aber in Dubai. Also da ist irgendwo sein Hauptresidenz und sein Anwesen und einen Fuhrpark hat er und da wohnt er schon seit einiger Zeit. Und gestartet hat es 2017. Er hat dann Wirtschaft studiert oder Ökonomie in verschiedenen 2 Universitäten und entsprechend hat er dann aber ab 2017, wo also Bitcoin ja noch nicht ganz so großes Thema war, vielleicht die Early Adopters, die das dann kannten, haben dann Bitcoin schon gehabt und da ist er dann eingestiegen in Bitcoin Trading und hat dann ganz gut anscheinend das hinbekommen, ja, weil er ist vermögend und seine Bitcoin-Trades, die liegen immer so im Millionenbereich da, die er da hat. Auch ein paar Altcoins immer wieder, die er ja auch gerne hier dann zeigt in den Videos. Vielleicht sehen wir nochmal was. Jetzt hat er hier gesprochen, also Ausgangssituation war, eigentlich hat man so jetzt vor dem Wochenende erwartet, dass der Bitcoin von 104 auf 105, vielleicht sogar 106, 107.000 Euro hochgehen könnte. Und jetzt ist aber das Volumen weggebrochen und der Kurs ist aktuell sogar unter die 100.000, 100k gefallen. Und er hat so ein paar Trades, die jetzt nicht gut gelaufen sind. Ich finde es sehr sympathisch, dass er auch sowas erzählt und zeigt und eben nicht nur den Erfolg hier immer darstellt, also wenn Trades erfolgreich abgeschlossen sind, weil das gibt es eben auch. Das gehört ja zum Traden mit dazu, dass man Trades hat, die vielleicht plus minus null sind oder sogar in einem kleinen Minus dann geschlossen werden. I will be not so loud today, a little bit more slow, but I guess some people will even like that. So let's go straight into it. I will talk about my trades. I really want to keep it real here. This was one mistake I made. I opened a risky Ethereum trade. I want to keep it real before I go into the charts, into the price targets. Ja, schauen wir uns das kurz an. Er hat hier einen Ethereum-Trade aufgemacht. Das hat er hier auf Twitter gepostet, der Chris, und mit einem Leverage-Hebel von 11x. Das ist jetzt noch im Rahmen. Es gibt ja auch die Möglichkeit 100x oder 50x, 25 zu nehmen. Dann hatte man hier eine größere Position. Das ist der Unrealized Profit und Loss. Der ist hier immer noch im Profit 71.000. Das müsste dann USDT, also US-Tether sein. Und die Positionsgröße 1547 und er ist bei einem Einstiegspreis von 3.170 Stück und Marktpreis war hier 3.316 und der Liquidationspreis, er hat ziemlich knapp gewählt, ist nicht viel Abstand und mal schauen, was er jetzt dazu sagen hat.
As we did so many great things and I had so many great decisions and trades. Sometimes there's a bad one. I need to talk about those ones as well. I went here a little bit prematurely into a Ethereum breakout trade and the charts were perfect, but the simple fact that it was a Friday already should have told me, hey, be a little bit more careful. So I went into that trade. It went really well, right? We broke out here. We had the breakout attempt. Ethereum went higher, everything fine. Then we went lower and well, we had to keep the resistance to stay golden, right? I was actually also posting on Twitter that I will put my stop loss into a break even, which I did, right? Which I did. And I did not really lose money. Ah ja, also wie ihr seht, hier hatte der Unrealized Profit ist jetzt geschmolzen. Er war also noch vor einem Tag bei 71.000, jetzt ist er auf 27.000 gesunken, weil jetzt gerade in dieser Zeit Ethereum doch ein paar Prozent runtergegangen ist. On that trade as I put the stop loss into a break even, but that doesn't take away that opening the trade was already premature. Anyways, I want you guys, I said putting the stop loss into a break even and yeah, that's what I did. Okay. So I got stopped out at a break even. Also, er erzählt hier jetzt gerade, dass er ein Stop-Loss gesetzt hat, wo es also plus minus null, Break-Even heißt es, dann rauskommt. Er kann dann aus dem Trade rausgehen. Er hat zwar dann keinen Gewinn, aber auch keinen Verlust, was natürlich dann noch positiv ist und der Trade löst sich dann einfach entsprechend auf. Ihr habt auch kurz vorher noch gesehen, er arbeitet eben mit Charts. Sein Format ist immer auf diesem Handy. Er nimmt das mit Handy auf. Das war früher nicht so. Da hat er anders aufgenommen. Es gab auch eine Zeit lang 2021, 2022 gab es Livestreams von ihm und diese Livestreams waren dann viel, viel länger, 1 Stunde und mehr und das ist aber jetzt in diese, seit 2 Jahren ungefähr oder vielleicht sogar schon 3 Jahren, dann ab 2023 circa ist es in diese Kurzvideos übergegangen, wo er eben, wie lange ist das hier, 7 Minuten zum Beispiel, solche Kurzvideos hat über das, was er... Not a successful trade, didn't really lose money on it, didn't make money, but still... I think I was a little bit too fast on that, and I want to keep it real here, of course. Don't open a trade on a Friday afternoon. This is the learning we are having from here, right? So also, ihr seht der Chart, das Dreieck hier, was auf der einen Seite dann nach unten geht und meistens ist das aber ein Bullish, wenn das kann nach oben ausbrechen oder aber eben auch nach unten, diese Formation und jetzt ist es halt nach oben ausgebrochen, aber es kam wieder zurück. Und das meint er jetzt hier als Retest. Well, I also posted it's a failed break already at $3,250 and well, we all know what happened afterwards. I need to evaluate with you what happened here and let's go straight into the charts. And I have this very big warning. I really, really, really want you to stay here until the very end so we can talk about that. Let's start with Bitcoin. And you can see Bitcoin is right now forming here this double top on the 8-hourly, on the daily, on the 4-hourly, wherever, everywhere it's forming this double top. And the level we need to keep is literally the exact level where it went down to. So we do want to keep, and again, it's a weekend. So a weekend pump is not to be taken so serious. A weekend dump definitely something I want to tell you, even though I'm talking. Also, er erzählt hier gerade, er ist dann zu Bitcoin gewechselt, zu dem Thema Bitcoin und hat hier eine Linie bei 100.000 eingezeichnet. Es ist ein offenes Dreieck, was abgesenkt wird auf die rechte Seite und er sagt, wir haben hier aber Unterstützungslinien und jetzt kann es bei 100.000, wir sind allerdings schon unter die 100k gefallen aktuell, als zu dem Zeitpunkt von dem Video waren wir da noch drüber und jetzt sind wir aber drunter gefallen und ja, muss da nachreichen, was jetzt noch für ein Kurs auf dem Tableau sein wird, werden wir sehen, mal schauen, was er noch hier sagt. Talking here about dangers. We need to keep this here on a daily level. On the daily candles, Bitcoin needs to stay above 98,899. Also, wir haben ja hier Kerzenchart und die roten Kerzen heißen natürlich, dass das Ganze dann nach unten gefallen ist und Abverkauf und der Preis fällt aktuell und tatsächlich muss man jetzt halt warten, was ist das nächste Muster, also ist dieses Muster überhaupt von dem Dreieck noch gültig oder gibt es vielleicht wieder ein neues Chartmuster und das erzählt er. Und es ist an einem Wochenende, also er hat gesagt, die Lehre für ihn jetzt ist, dass man am Freitagnachmittag keinen Trade aufmachen soll. Warum? Weil da die institutionellen Anleger ja nicht aktiv sind, die natürlich auch nochmal ganz andere Volumina in den Markt dann mit reinbringen können und das fehlt uns aktuell. $9,000. As long as we are holding a daily candle above 99, we should be fine. This is just to hold and prevent an M pattern breakdown from happening. And of course, we still have the previous downward sloping resistance, which now should turn into support. So if we are breaking that, the next level to hold should be $96,000, which is, in my opinion, the line in the sand when we are breaking. Okay, also er sagt wieder, die nächste Unterstützungslinie ist jetzt die 96.000 circa bei Bitcoin, wohlgemerkt. Und es ist so, wenn der Kurs mal über eine bestimmte Marke wie 96.000 so als Beispiel jetzt rübergegangen ist und er kommt dann wieder zurück. Vorher ist es ein Widerstand und wenn der Kurs aber von oben runterkommt, also von 98.000, 97 dann auf 96, ist es eine Unterstützung. Das heißt, zu dieser
festen Chartlinie, die man vorher natürlich analysieren muss, wo genau das dann liegt, wo die größten Volumina stattgefunden haben, kann man dann eben sagen, ja, das ist eine Unterstützungslinie, das hat er jetzt eben genau damit gemeint. Breaking 96 to the downside, then it actually gets pretty dangerous here. And talking about Ethereum, I mean, we are back in that pattern. For Ethereum, the level to hold would be simply just plain $3,000 for Ethereum. That is just the charts. That is the levels we need to hold before we are actually saying, okay, all of that world trade war, Trump trade war and all of these things might be going against us and we might see more further downwards action in the next week. Also er meint damit die Zölle, die Trump jetzt eingeführt hat. Übrigens, die sind jetzt aktuell, er hat 25% gegen, für Waren aus Kanada, aus China und Mexiko schon eingeführt und die Länder haben auch schon reagiert und führen ihrerseits auch wiederum Zölle ein. Und das bedeutet, dass natürlich für die Verbraucher die Preise steigen und es kann dazu führen, muss aber nicht, dass also in Amerika die Inflation nach oben gehen wird. Das werden wir aber erst zeitversetzt sehen. Das sehen wir in vielleicht 3, aber eher 6 Monaten, also 6 Monate und mehr. Ihr wisst es vielleicht aus dem Euroraum, dass wir da auch immer das zeitversetzt sehen in den Volkswirtschaften und entsprechend kann man da jetzt eigentlich in diesem Jahr 2025 gar nichts sagen. Ja. Ist noch zu früh. Only if we break those levels I mentioned, 99, 96 for Ethereum respectively, $3,000 straight. Now guys, this is actually the message I have for you. This year, the decoupling of Bitcoin and the crypto markets. And I want to talk. Sehr interessant. Er spricht hier von, das ist die Marktkapitalisierung von der goldenen Linie, ist das Bitcoin und von den anderen Kryptowährungen ist das entsprechend stagniertes. Es war in den anderen Zyklen, in den anderen Zyklen, war immer, wir haben ja bis zur nächsten Halving immer 4 Jahre und das ist dann ein sogenannter Zyklus. Und dieser Zyklus ist eben aktuell anders, weil früher, also 18 und dann 22 und davor, genau, war die Marktkapitalisierung des Bitcoins und der Altcoins immer sehr ähnlich nah beieinander. Und das ist jetzt der Punkt, das ist aktuell auseinandergelaufen. Und er wird auch gleich nochmal dazu was sagen. Ein Grund kann und ist natürlich vielleicht auch, weil entsprechend so viele Altcoins auf den Markt gekommen sind. Wir hatten vor 4 Jahren 2000 Altcoins oder 200.000, aber jetzt haben wir die im Millionenbereich. Wir liegen mittlerweile bei über 2 Millionen verschiedenen Altcoins und da ist es dann schwierig, die besten herauszufinden und vielleicht dann eben auch selbst zu kaufen. Talk about that a little bit more later on, but just look at this one here. Usually the Bitcoin market cap and other cryptocurrencies are going in perfect alignment with each other. They are kind of perfectly correlated with each other, as you can see here, every single cycle since we have altcoins. But now it is different. People say, no, this time it's different. You cannot say this. You have to say it this time. Bitcoin decoupled completely from altcoins. And you have to, on top of that, factor in that altcoins are completely inflated in numbers. So it gets increasingly more difficult to pick the winners. That is why I am preaching since ages almost only Bitcoin, and I have 80% of my portfolio in Bitcoin for this simple reason. Das ist, was er auch immer predigt. Also er sagt, er geht ganz wenig in Altcoins und nur Ethereum und die größten, die es dann gibt und mit kleinen oder viel geringeren Positionen. Er geht immer long auf Bitcoin und vielleicht eben noch Ethereum, aber Bitcoin, und das sagt er jetzt auch hier gerade, hat er zu 80% seiner Anlagewerte, seiner Assets in Bitcoin investiert und nicht in Altcoins. Das ist ihm wichtig. Bitcoin is beating everything, and if I buy any altcoins, it's just to accumulate more Bitcoin. But it gets increasingly more difficult to pick the winners. Things like Solana, Sui, some US-based altcoins, yes, maybe that is winners. But what if not? And I just want to tell you that I would really love to see my community, other than other communities, to have their focus on Bitcoin. That doesn't mean you shouldn't buy any altcoins, but your focus should be on Bitcoin. It is most likely going to be that way, that Bitcoin is going to stay king forever. And buying altcoins might be good for a few weeks, and I will do so. I will still keep you updated. But keep this in mind here. Also er sagt, für ihn ist Bitcoin immer die Nummer 1 und der Bitcoin wird also der König bleiben unter den Kryptowährungen und alles andere ist zweitrangig und hat auch andere Wachstumsraten und so weiter. Naja, je nachdem. Also Bitcoin ist sein Favorit, das absolut. Schreibt mal in die Kommentare, was ist denn euer Lieblingscoin? Habt ihr hauptsächlich auch Bitcoin oder geht ihr noch in andere Coins? Da bin ich mal gespannt, was ihr da zu sagen habt. Thinking about 10,000 new altcoins every single day, including all the meme coins, and Bitcoin still winning against them?
Just be careful. The winner is Bitcoin. That's easy to pick. It's always Bitcoin season. And it's just sometimes altcoin season. And that is just something you have to keep in the back of your head. If you want to gamble on altcoins, I'm doing that myself. With a small portion of your portfolio, if your altcoin position doubles, take half out, put it back into Bitcoin. Beautiful. Some people think it's so difficult to get wealthy with Bitcoin. If your time horizon is just far enough, it is the easiest thing in the world. Thank you so much for watching. Dear ladies and gentlemen, we are going to see each other very soon at the next one on Crypto. As always, guys, as always, bye, bye. Today, for the Bitcoin. Also, er verabschiedet sich auch immer gleich. Das ist auch so ein Stil von ihm, dass er immer dann diesen Abschiedsgruß ins Video spricht. Er hat jetzt nochmal gesagt, dass er ist also bei Bitcoin absolut sicher, dass es immer noch weiter nach oben gehen wird. Und es ist einfach sein Favorit. Anders kann man das gar nicht sagen. Ja, das war's schon hier in meiner Reaction. Wie fandet ihr sein Video? Wie findet ihr den Chris von Crypto? Und ja, ich kann natürlich noch mehr Reaction-Videos gerne machen. Ich finde das mal ganz spannend. Ich verfolge ihn schon seit einiger Zeit, ein paar Jahre jetzt mittlerweile, und habe auch schon von seinen Analysen gelernt oder mir Dinge quasi angeeignet, und er ist ein sympathischer Typ. Ein bisschen zeitlang war es sehr so marktschreierisch, aber er ist ein bisschen ruhiger geworden, ist mein Eindruck. Und warum, weiß ich nicht genau. Und das ist tatsächlich manchmal die Bitcoin Travel Show. Also bleibt dran, das war's für heute und bis zum nächsten Video. Ich danke euch, macht's gut, ciao, ciao.